Ich wollte gerne einen Klassiker spielen der PlayStation 2-Ära und das auf ganz schnellem Wege am Computer einrichten für eine Emulation. Und genau das zeige ich euch hier. Ladet euch zuallererst den Emulator herunter, PCSX2. Auf der Internetseite wählt dazu das passende System aus, zum Beispiel Windows. Ich habe jetzt hier das Developer Kit ausgewählt, weil da schon einige Updates und Fixes integriert sind. Sobald der Emulator heruntergeladen ist, müsst ihr ihn nur noch auspacken. Ich benutze dazu das Programm 7-Zip und erstelle einen Ordner extra für diesen Emulator. Damit der Emulator auch funktioniert, braucht er eine sogenannte BIOS-Datei. Die muss eingefügt werden und das macht ihr, indem ihr einen Ordner erstellt im Hauptordner vom Emulator. Den nennt ihr BIOS und in diesen Ordner hinein schiebt ihr die BIOS-Datei hinein, die ihr aus dem Internet gefunden und heruntergeladen habt. Das ist hier die Datei mit der bin-Endung, die kommt dann in den BIOS-Ordner hinein. Und jetzt kann es eigentlich losgehen. Startet den Emulator und klickt euch das Menü. Wählt entsprechend die Einstellungen aus, die ihr haben wollt, und so geht es dann Schritt für Schritt bis zum Spiel. Man kann auch die ganzen Standardeinstellungen einfach so lassen, wie sie sind und dann gucken, wie es funktioniert. Und wenn es eben nicht funktioniert, kann man zurückkehren und dort nochmal die Einstellungen verändern. Um ein Spiel zu starten, muss man eine entsprechende ROM laden und die kann man selber rippen oder aber online finden. Wo genau, das müsst ihr selbst herausfinden, das kann ich euch hier leider nicht sagen. Ich starte zum Versuch einfach God of War und zeige euch, wie man das hier einstellt. Im Emulator kann man diverse Grafikeinstellungen vornehmen, indem man auf die Konfiguration geht und dort auf Video klickt. Es öffnet sich ein Fenster, in dem man verschiedene Einstellungen vornehmen kann. Man kann zum Beispiel die Auflösung verändern und das ist natürlich ganz cool, weil man auf dem PC viel höher auflösend spielen kann, als es jemals auf der PS2 möglich war. Hier müsst ihr einfach passend zu der ROM, die ihr geladen habt, verschiedene Möglichkeiten ausprobieren, sodass das Spiel bei euch gut funktioniert und fehlerfrei angezeigt werden kann oder bis ihr einfach zufrieden seid. Mit einem Klick auf OK werden die Einstellungen augenblicklich übernommen und ihr könnt die Veränderungen im Fenster gleich sehen. Übrigens kann man durch einen Doppelklick gleich in den Vollbildmodus schalten und auch zurück. The gods of Olympus have abandoned me. Leider habe ich trotz verschiedenster Möglichkeiten, die ich ausprobiert habe, es nicht geschafft, die Streifen aus dem Hintergrund zu entfernen, sodass dieser Grafikfehler erhalten bleibt. Auch das Umstellen des Renderers, was oft Positives bewirkt, hier vom OpenGL-Renderer zum DirectX 11-Renderer, hat hier in dem Spiel leider nichts gebracht. Die einzige Einstellung, mit der ich den genannten Fehler entfernen konnte, war es, die native Auflösung der PlayStation 2 wiederherzustellen. Das Spiel sieht dann zwar ein bisschen weniger schön aus, also genauso wie im Original, aber dafür sind dann diese lästigen Streifen im Hintergrund weg. In anderen Spielen wiederum können die gleichen Einstellungen zu ganz guten Ergebnissen führen und bei Shadow of the Colossus zum Beispiel sieht man es fehlerfrei.